Ich möchte Ihnen kurz ein paar Dinge sagen, wie Sie mit einem Arduino-Board und einem PTC-Sensor eine Temperatur messen können. Ein paar kleine Tipps und Tricks, was da zu beachten ist, damit Sie sich später leichter tun. In der Übersicht, wir gehen auf die Kennlinie des PTC-Sensors ein. Wir werden ein paar Worte zum Spannungsteiler verlieren. Wir machen zum programmiertechnisch das Problem, da haben Sie die Datentyp-Umwandlung, ein Typecasting, was Ihnen über den Weg laufen könnte, um einfach effektiv und sauber programmieren zu können. Und zum Schluss noch einen kleinen Tipp, wie Sie das Grad Celsius-Symbol in der Konsole ausgeben können, weil das im Standard ASCII-Satz nicht mit drin ist. Zunächst möchte ich Ihnen zur Schaltung vom Spannungsteiler was sagen. Das Schaltzeichen vom NTC und vom PTC, die sehen folgendermaßen aus. Beim NTC haben Sie neben dem Widerstandssymbol und das Symbol für den veränderlichen Widerstand, also diese schräge Linie hier, haben Sie zwei Pfeile, eins geht nach oben, einer geht nach unten. Das heißt, bei steigender Temperatur sinkt der Widerstandswert, negativer Temperaturkoeffizient NTC. Beim positiven Temperaturkoeffizienten ist es ähnlich. Bei steigender Temperatur steigt der Widerstand. Deswegen beide Pfeile in die gleiche Richtung. Simulieren werden Sie das. Wir haben zwar so einen PTC-Sensor im Kasten drin, aber die Temperatur ist bei Ihnen ja konstant, da tut sich nicht viel, deswegen simulieren Sie das Ganze mit einem Potentiometer. Schaltzeichen vom Potentiometer nochmal zur Wiederholung ist ein Widerstand mit einem durchgezogenen Pfeil, entweder komplett drüber gemalt oder gibt es auch die Variante, wo er praktisch wie so ein Schieber auf dieser Widerstandsschleifbahn sitzt. Wie schließen Sie den Temperatursensor an? Schaltung dafür wird folgendes sein. Sie arbeiten mit einem Spannungsteiler. Das heißt, Sie haben einen Vorwiderstand. Im Kasten liegen 2,2 Kiloohm. Die eignen sich dazu hervorragend. Und Sie haben den PTC selbst, der einen veränderbaren Widerstand da ist. Das Ganze geht dann in den Analog-Eingang, also einen Eingang vom AD-Wandler. Da diese Eingänge sehr hochohmig sind, ist es quasi wie ein unbelasteter Spannungsteiler. Es fließt kein Strom in die Richtung, es fließt nur der Strom darunter. Der Strom, der hier doch reinfließt, ist so minimal, den können wir vernachlässigen. Das heißt, Sie haben einen unbelasteten Spannungsteiler und Sie können diesen Widerstand mit einem Potentiometer simulieren. Dann sieht die Schaltung folgendermaßen aus. Sie haben hier oben den 2,2 Kiloohm Widerstand und unten einen 10 Kiloohm Potentiometer. Ich habe das nochmal durchgerechnet, das Potentiometer wird dadurch nicht überlastet, das ist also durchaus legitim, das so zu machen. Der Widerstandsbereich vom PTC-Sensor ist zwischen 980 Ohm und 4,28 Kiloohm. Müssen Sie darauf achten, mit dem Potentiometer können Sie mehr, da können Sie von 0 Ohm bis 10 Kiloohm Widerstand verändern. Das heißt, Sie gehen weit über diesen Bereich hinaus und müssen dann halt sagen, okay, klar, wenn ich den ganz auf 0 runterdrehe, werde ich nicht mehr sinnvolle Messwerte bekommen. Zum Simulieren reicht es praktisch, den bis zur Mitte zu drehen, nicht einmal, und bei etwa 1 Kiloohm anzufangen, also bei 10%. Schauen wir uns die Kennlinie von dem PTC-Sensor an. Der PTC steht für, habe ich schon gesagt, positiv Temperaturkoeffizient, Positive Temperature Coefficient. Und die Kennlinie schaut folgendermaßen aus. Es ist also nicht eine rein ansteigende Kennlinie, sondern Sie haben erst einen negativen Temperaturkoeffizient, sprich ein Abfallen. Dann haben Sie einen stark positiven. Ein normaler Widerstand, jeder typische ohmsche Widerstand hat ja auch einen positiven Temperaturkoeffizienten, aber lang nicht so steil, das läuft wesentlich flacher. Also eher so wie hier dann zum Schluss. Sie haben einen Bereich, der benutzt werden kann und dann einen Bereich, der dann nicht mehr so wirklich einen hohen positiven Koeffizienten hat. Die Temperaturen heißen Anfangstemperatur TA, das ist die da unten, wo die Kennlinie losgeht. Nenntemperatur Tn, die Temperatur
für die der Widerstandswert bezeichnet wird, und Endtemperatur TE. In unserem Kasten liegt ein Sensor, der heißt KTY81-210. Und bei dem ist die Anfangstemperatur minus 55 Grad Celsius, Nenntemperatur, wie sehr weit verbreitet üblich, 25 Grad Celsius, und die Endtemperatur liegt bei plus 150 Grad Celsius. Schauen wir uns im Detail noch einmal an. Das wäre das Datenblatt zu dem KTY81-210. Schauen Sie da rein. Und im Datenblatt finden Sie dann an der passenden Sektion, achten Sie darauf, da sind mehrere Untertypen aufgelistet. Gehen Sie auf den richtigen. Hier muss stehen KTY81-210. Da finden Sie eine Übersicht. Da sieht man hier die Anfangstemperatur, da sieht man hier die Nenntemperatur. Das ist an sich hier in 10 Grad Celsius Schritten. Bei der Nenntemperatur gibt es eine Ausnahme. Dann geht es hier in 10 Grad Celsius Schritten weiter. Und die Nenntemperatur ist 25 Grad Celsius und der Nennwiderstand ist hier 2 Kiloohm. Das heißt, wir sind mit unseren 2,2 Kiloohm Vorwiderstand ganz gut aufgestellt. Bei minus 55 Grad Celsius haben wir 980 Ohm, ich hatte es vorher schon angedeutet, bei 25 Grad Celsius 2 Kiloohm und bei 150 Grad Celsius 4,28 Kiloohm. Die Kennlinie, denken Sie dran, sieht ja so aus, und dann schauen Sie, dass Sie die Werte entweder, ich habe es mal gemacht und habe eine Excel-Tabelle angelegt, können Sie auch machen, da sieht man sehr schön, wie der Kennlinienverlauf tatsächlich ist. Also so ähnlich, wenn man von hier weggeht, wie da tatsächlich abgebildet. Das ist das Rote. Was in Grau abgebildet ist, das sind diese untypischen Werte. Ich habe es ja Ihnen, hier gibt es einen Minimum, garantierten Minimumwert, garantierten Maximumwert. Also zwischen diesen beiden liegt er tatsächlich und typischerweise eben jetzt hier in der Nenntemperatur 2 Kiloohm, minus 20 Ohm und plus 20 Ohm. Und da sehen Sie hier praktisch die Streuung. Die ist da unten relativ gering. Bei höheren Temperaturen streut er dann doch deutlich mehr. Aber die Kennlinie ist nicht gerade. Sie können die Kennlinie durch eine Gerade annähern. Da nehmen Sie am besten bei minus 20 Grad Celsius den Punkt und den Punkt bei plus 100 Grad Celsius und sagen, okay, so in etwa mit einer Gerade geht das schon. Aber Sie werden sehen, da haben Sie einen systematischen Fehler. Das wird nicht wirklich genau. Spielt im Praktikum keine Rolle. Da reicht es, wenn Sie ungefähr die Temperatur bestimmen. Nennwiderstand 2 Kiloohm. Wenn wir den tatsächlich messen, was wissen wir denn über die Temperatur? Wir haben hier 25 Grad Celsius. Aber eben durch die Linearisierung haben wir einen Fehler. Wir gehen ja über die gerade Kennlinie. Wir sagen ja, es ist eine gerade Linie. Das heißt, wir messen nicht die 25 Grad, sondern wir werden das hier feststellen bei 2 Kiloohm. Also ein Linearisierungsfehler, indem wir da unten dem grünen Pfeil folgen und dann kommen wir irgendwo so bei 18 Grad oder so raus. Hier nochmal legen Sie die Gerade durch die Punkte minus 20 und plus 100 Grad Celsius. Also Sie haben hier gleich einen systematischen Fehler, wenn Sie mit einer Geraden arbeiten. Sie können es auch genauer machen, Sie können mit vielen kleinen Geraden arbeiten oder dergleichen. Fürs Praktikum reicht es mir, wenn Sie eine Gerade durchlegen. Aber rechnen Sie nicht damit, dass es sehr genau ist. Sie haben hier schon mal 7 Grad Abweichung. Jetzt noch ein paar Worte zum Spannungsteiler. Spannungsteile üblicherweise so ein Gebilde hier. Unbelastet gilt folgende Formel. Die Spannung U2 verhält sich zur Spannung U wie der Widerstand R2 zur Summe aus diesen beiden Widerständen. Also U2 zu U gleich R2 zu R1 plus R2. Kann ich umstellen nach U2 die Ausgangsspannung. Die wäre dann Eingangsspannung mal Verhältnis aus R2 bezogen zur Summe aus den beiden. Das behalten wir im Hinterkopf und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal direkt am AD-Wandler an. Da kann man nämlich mit einem Trick arbeiten. Der Spannungsteiler am AD-Wandler. Wir haben den AD-Wandler, der gibt 10 Bit, einen Zahlenwert in 10 Bit aus.
der geht praktisch von 0 bis 1023. Und wenn wir volle 5 Volt anlegen, dann entspricht das im AD-Wandler den 1023 in Hexadezimal 3FF. Wenn wir uns die Schaltung jetzt anschauen, Spannungsteiler, dann können wir sagen, okay, statt der Spannung U wären ja unsere 5 Volt. Da können wir gleich sagen, okay, das sind die 1023. Das entspricht ja den 5 Volt. Und das, was wir hier an Spannung haben, brauchen wir eigentlich gar nicht beachten. Wir kriegen einen Zahlenwert aus dem AD-Wandler. Und den nennen wir AD, der ändert sich ja mit dem Widerstandswert hier. Und jetzt stellen wir die Formel auf mit diesem 1023 und den AD. Da kommen wir dahin, AD verhält sich zu 1023 wie den zu messenden Widerstand RPTC zur Summe aus RV und RPTC. Können wir auch wieder umstellen nach AD. Da haben wir AD ist 1023 mal RPTC zur Summe aus den beiden. Interessant ist es, wir wollen ja eigentlich den RPTC wissen. Warum der hier so komisch formatiert ist, ich habe es 1000-mal repariert, jedes Mal macht Excel das wieder. Bedanken Sie sich bei Microsoft. Wir müssen es nach RPTC auslösen, weil wir wollen ja den RPTC bestimmen. Und der RPTC, können Sie sich selbst mal überlegen, kommt folgende Formel raus, RV mal Verhältnis AD zu 1023 minus AD. Rechnen Sie es nach, ich mache es Ihnen hier nicht vor. Okay, so können Sie praktisch feststellen, welchen Widerstand hat eigentlich Ihr PTC. Und über den Widerstand, letztendlich machen Sie eine Widerstandsmessung, Sie wollen den Widerstand hier bestimmen. Wenn Sie den haben, können Sie dann über das Datenblatt aus der Tabelle rausrechnen oder über eine Gerade bestimmen, welche Temperatur herrschen muss. Jetzt möchte ich Sie auf eines noch hinweisen, es gibt eine Falle bei den Berechnungen, und zwar was die Datentypen angehen. Ein kleines Beispiel, wir nehmen einen 16-Bit-Wert AD, das reicht ja, maximal kommt raus Hex 3FF 1023, das passt locker in 16 Bit, also lesen wir das rein. Mal angenommen, wir würden 500 als Zahlenwert in dem AD-Wandler bekommen, weil der Widerstandswert entsprechend ist. Im nächsten Schritt wollen wir uns das R ausrechnen. Die Formel hatten wir ja gerade, Vorwiderstand mal AD zu 1023 minus AD. Der Vorwiderstand ist fix. Wir rechnen das hier und erwarten ein Ergebnis von 2103 bei 500er Wert. Sollte rauskommen. Tatsächlich bekommen wir aber ein ganz anderes Ergebnis raus und das liegt bei 98. Es ist die Frage, warum? Warum rechnet er ein falsches Ergebnis? Können Sie ausprobieren mit genau den Werten, lassen Sie es mal rechnen, kommt 98 raus. Aber warum? Der Hintergrund ist, Sie können in C steuern, ob Sie eine schnelle ganzzahlige Berechnung durchführen wollen, also hier mit U in 16t, oder eine aufwendige Fließkomma-Berechnung. Wenn nur ganzzahlige Operatoren vorhanden sind, Operanten, dann wird ganzzahlig gerechnet. Also wenn das AD hier ganzzahlig ist 500, die 2200 sind ganzzahlig, die 1023 ist ganzzahlig, die AD sind immer noch ganzzahlig, sagt er, okay, da kommt nur ganzzahlig vor, dann reicht eine ganzzahlige Berechnung. Ich muss nicht Floating Point machen. Irgendwie muss ich es ja steuern. Mache ich Floating Point oder mache ich ganzzahlig? Und jetzt berechnen wir als erstes die 2200 mal AD. Und dabei kommt es zu einem Überlauf. 2200 mal AD, AD ist 500, dann sind wir ungefähr bei 1,1 Millionen. Also hier 1,1 Millionen, das wäre in Hex 0010 C8E0. Da wir aber nur 16 Bit haben, rechnet er in 16 Bit und sagt, okay, das da vorne interessiert nicht, schneiden wir ab, wir haben hier 16 Bit, der Rest ist Überlauf. Und dann bleibt C8E0 übrig, Hex. Diese C8E0 wären in Dezimal 51.424.
Die werden dann durch 1023 minus AD geteilt. Da findet kein Überlauf statt. 1023 minus 500 wären 523. Und so kommen wir auf unsere 98. Okay, wenn Sie das Problem verstanden haben, ist die Frage, was tun wir jetzt dagegen? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich stelle sie Ihnen vor. Das eine wäre die Holzhammer-Methode, nenne ich sie mal. Sie lesen den AD-Wert einfach nicht als ganzzahligen Wert an, sondern als Floating Point. Okay. Dann wird er sagen, okay, da machen wir Floating-Berechnung, da machen wir Floating-Berechnung. Das Ergebnis wird stimmen, 21,03. Aber zum einen belegt die Variable AD jetzt unnötig viel Platz. Es haben ja vorher 16 Bit gereicht, jetzt müssen wir Floating Point machen, der hat mindestens mal 32 Bit. Wenn Sie nicht in anderen Systemen sogar mit Double arbeiten, das wären dann 64 Bit. Also benötigt deutlich mehr Platz, das ist das eine. Und das andere ist, dass sämtliche Berechnungen jetzt die AD irgendwie verwenden, in der aufwendigen Fließkomma-Berechnung durchgeführt werden. Also auch die 1023 minus AD, die ja eigentlich ganz simpel in ganzzahlig berechnet werden kann. Das ist wenige Zeil-Assembler-Befehle. Das wird auch in Fließkomma, also aufwandige Routine wird da angestoßen, um das zu berechnen. Das heißt, wir brauchen jetzt anstatt 237 Taktzyklen plötzlich 802 Taktzyklen. Deutlich länger. Und Sie müssen dran denken, wir haben ja zum Beispiel nur 2 Kilobyte RAM. Wir müssen tatsächlich sparsam damit umgehen. Wir dürfen nicht einfach sagen, egal was wir an Daten verwenden. Also Sie sollten es zumindest wissen, das funktioniert, aber das ist nicht die Methode, die wir uns wünschen. Das nächste ist, Fließkomma-Berechnungen können unschöne Rundungsfehler aufweisen. Da sind schon schwere Unfälle passiert. Sie wissen es vielleicht noch aus dem JavaScript-Praktikum. Also gibt es eine feinere Methode. Wir legen den AD, den Analog-D, das Ergebnis hier als 16-Bit an. Das genügt. Und Sie gehen her und sagen, okay, diese Berechnung wird ganz normal mit 16-Bit durchgeführt. Aber für diese Multiplikation, da wandle ich den AD mal kurz in einen Float-Datentyp, nur für diese eine Rechnung. Das nennt sich Casten. Also ich caste den AD in einen Float und damit kriege ich auch hier das Ergebnis 21,03, trotzdem das AD in der Regel immer mit dem gleichen Datentypen mit 16-Bit praktisch ganzzahlig verwendet wird. Was ist das Geheimnis? Das Casten von AD nach Float bewirkt, dass AD für diese Berechnung hier als Fließkommazahl betrachtet wird. Aber AD behält ihren ganzzahligen Status bei. Man hätte jetzt auch hergehen können, hätten die 2200 als 2200,0, also Punkt 0, angeben können. Dann wäre das auch eine Fließkommazahl und dann würde auch diese Berechnung hier in Floating Point durchgeführt werden. Die da hinten bleibt ganzzahlig. Ist aber immer noch nicht so schnell. Wir brauchen 850 Taktzyklen. Wir können es noch schneller. Da wäre die schnelle Methode. Da machen wir rein ganzzahlig Berechnung. Wir gehen gar nicht auf den Float. Wir bleiben ganzzahlig. Aber wir sagen, okay, wir brauchen hier höhere Genauigkeit. Da reichen die 16 Bit nicht mehr aus. Da gehen wir für diese eine Berechnung auf 32 Bit. Die hintere, die kann in 16 Bit berechnet werden. Auch hier wird das Ergebnis stimmen. Der Cast von diesem AD nach UN32T, also von ursprünglich 16T auf 32T, verhindert einen Überlauf. Und alle Berechnungen bleiben ganzzahlig. Wir haben nicht den Nachteil mit dem Floating Point. Und wir haben außerdem, dass wir nur 675 Taktzyklen brauchen. Also ich will Ihnen hier nahebringen, dass Sie sich mit Cast mal auseinandersetzen mit Datentypen und achten Sie darauf, dass das, was Sie ganzzahlig machen, auch immer in die Variable reinpasst. Und jetzt kommen wir noch zu einem
letzten Punkt, kleiner Tipp, wie Sie das Grad-Celsius-Symbol rausbekommen. Wenn Sie dann Ihre Ausgabe machen wollen, wollen Sie ja irgendwie in der Konsole das Celsius-Zeichen ausgeben. Da müssen Sie wissen, es gibt die sogenannte ASCII-Tabelle, American Standard Code for Information Interchange. Die ist 7 Bit breit, also hat insgesamt 127 Einträge, bis 7F Hexadezimal geht die. Und da ist das Grad-Celsius-Symbol nicht dabei, das Gradzeichen. Aber es gibt eine Erweiterung dazu, also die nächsten 127 Zeichen, wenn Sie auf 8-Bit erweitern, das ist die sogenannte Codepage, die übliche von Windows 1252 oder 1252 ANSI-Codepage. Und da gibt es dieses Zeichen, hat die Hexzahl B0 oder 176 Dezimal oder in Oktal 260. Kommen wir gleich drauf, warum wir das Oktale brauchen werden. Wenn Sie jetzt eine Ausgabe machen an der Konsole, da gibt es sogenannte Steuerzeichen. Ich habe sie Ihnen hier mal aufgelistet, zum Beispiel \n für neue Zeile, \t für Tabulator. Wenn Sie ein Anführungszeichen haben wollen, müssen Sie \Anführungszeichen geben, weil sonst sagt der Anführungszeichen beendet den String. Und es gibt eben auch die Möglichkeit hier mit \OOO, das sind praktisch einen oktalen ASCII-Code auszugeben, also Backslash und dann eine Zahl. Wenn wir jetzt hier \260 machen, sagt er, das ist ein ASCII-Code, das sieht er als ein einziges Zeichen an, obwohl hier \260 stehen. Oder in Hexadezimal geht es auch \x und dann B0 müsste man ausgeben. Dann würde das auch als ein Zeichen. So wie die anderen auch. Das ist hier neue Zeile, ein Zeichen. Das wäre hier ein Zeichen Tabulator. Dargestellt wird es dann über 2 Zeichen mit Backslash und dem zusätzlichen Symbol. Okay, im Monitor machen wir also Folgendes. Wir machen Serial Print, Anführungszeichen, weil es ein String ist und dann dieses eine Zeichen, \260 und wieder Anführungszeichen. Dann gibt er genau ein Gradzeichen aus. Alternative wäre, wir machen \xb0, gibt er auch das Gradzeichen aus, aber da muss man aufpassen, er erkennt das Ende des Hexcodes nicht sauber. Wenn Sie da \xb0c schreiben, weil Sie ja Grad Celsius haben wollen, dann sagt er, B0c ist mein Hexcode, das setzt er irgendwo nicht sauber um. Wo genau der Fehler ist, weiß ich nicht. Ich warne Sie nur, achten Sie drauf, verwenden Sie nicht dieses Hexadezimale. Das gibt Ärger. Dritte Möglichkeit wäre, Sie nehmen das Dezimal, da müssen Sie aber nicht Serial Print machen oder dürfen Sie nicht, sondern Serial Write. Da lassen Sie auch die Anführungszeichen weg, dann würde er tatsächlich auch nur das ASCII-Zeichen Codepage 1252, das hinterlegte Zeichen, das Gradzeichen ausgeben. Aber wie gesagt, keine Anführungszeichen und nur für einzelne Zeichen möglich. Ich habe Ihnen noch ein Beispiel, wenn Sie 25 Grad Celsius auf der Konsole ausgeben wollen, dann machen Sie folgendes: Serial Print Line 25 Leerzeichen, dann diese \260 fürs Grad und dann ein C für Celsius und String Ende. Okay, diese paar Tricks wollte ich Ihnen mitgeben und dann hoffe ich, dass das Praktikum für Sie wunderbar laufen wird und Sie eine Temperatur ausgeben können, die zumindest einigermaßen in der Nähe dessen ist, was Sie erwarten. Viel Spaß dabei!